Guten Tag, in weiterhin die Testvorbereitung. Heute reden wir über die Fraction-Klasse. Also die Fraction-Klasse besteht aus von dieser Methode und erstmal zwei Private Integer, Nominator und Denominator, die sind Zähler und Nenner. Und zum Beispiel Public Fraction, wenn wir eine Null schreiben will, benutzen wir von dieser ein Bruch als Null eigentlich. Benutzen wir diese Fraction-Methode, Fraction, einfach. Und das heißt 0 und Nominator 0, Denominator 1. Und wenn eine ganze Zahl brauchen wir, zum Beispiel 2, 3, 4, ein wie Integer, aber als Bruch. Nominator wird unsere Integer und Denominator wird nur 1. Und benutzen wir diese Methode. Eigentlich sollen wir schreiben, zum Beispiel New Fraction 1, 2, 3, 4 und so weiter. A-String to A-String. Das ist von A-String. Wenn zum Beispiel TU Dortmund geteilt durch Deutschland. Und Fraction Change Sign. Negativ oder positiv. Es macht unser Bruch negativ oder positiv. Reverse. Nominator und Denominator werden umgetauscht. Add. Können wir mit Methode Add zwei Brüche zoomen, zwei Brüche. Also Subtract. Subtrahieren. Zwei Brüche, es kann subtrahiert werden. Multiply und Divide by. Multiply, multiplizieren, Divide by geteilt und to double. To double ist auch wichtig, wenn wir zwei Brüche vergleichen möchten, benutzen wir von dieser Methode. To double. Zum Beispiel ein Fraction, R. Wir haben eine Array von Brüche und schreiben wir zum Beispiel R0 to double und macht diese Brüche wie eine Double. Zum Beispiel 1 geteilt durch 2. Bei dieser Double to Double wird 0,5. Und Equals, wenn die zwei Brüche sind equal. Und die sind die Klasse von Fraction. Okay, jetzt die Aufgabe. Ich habe 5 Aufgaben vorbereitet und dann können wir miteinander lösen alle diese 5 Aufgaben. Wir haben eine Public Static Fraction Apply Fraction ist als wir haben ein Array mit Klasse Fraction, das heißt R, die Eingaben und ein Fraction x, ein Fraction ist, ein Bruch ist. Und dann die Methode Apply soll die folgende Funktionalität bereitstellen. Wenn das Feld R weniger als 2 Elemente hat, soll Apply einen Bruch mit dem Wert 5 geteilt durch x zurückgeben. Wenn das Feld R mindestens 2 Elemente hat, soll Apply die Summe aus den Inhalten der beiden letzten Elemente von R zurückgeben. Die Methode Apply soll für alle Wertebelegungen von Array und X korrekt arbeiten. Und die sind die beispielsweise. Okay, jetzt schreiben wir sofort diese Methode und also hier eine Whiteboard, okay. Und dann okay, wenn die Array kleiner als 2 Elemente ist, sofort können wir schreiben hier if R Punkt Length kleiner als 2
Dann, das war 5 geteilt durch x. Wie sollen wir schreiben? 5 geteilt durch. Okay. Wenn r length kleiner als 2, return new. Und soll Fraction mit große F geschrieben werden. Fraction. Oh, das ist ein bisschen. Fraction. Und ich habe gesagt, mit dieser Methode Fraction und sollen wir hier 5 schreiben und mit Methode divide bei 5 geteilt durch x. So, fertig. Sonst else wird es sollte die zwei letzte, gucken wir noch einmal, die Summe aus den Inhalten der beiden letzten Elemente. Die beiden zum Beispiel letzte Elemente. Okay. Und return r erstmal die letzte Element r Punkt length minus 1 und dann plus. Aber mit plus sollen wir nicht so mit dieses Sign benutzen, sondern es sollte mit Methode add weiter schreiben, unsere Methode. Und es sollte hier add wie hier, genau wie hier. Und es sollte nicht hier so oder so schreiben, sondern muss divide by geschrieben werden. Hier ist auch add r Punkt length minus 2. Oh. Muss mit eckige Klammer schreiben. Okay. Oh, das ist 2 und fertig. Dann boah. Dann alle diese gespeicherte Klammer so machen. Das ist die erste Aufgabe und die jetzt zweite Aufgabe. Und Sie können einfach später die Methode bei BlueJ schreiben und dann übersetzen lassen und probieren. Und dann die nächste. Die nächste Aufgabe, wie letzte ist hier alles und dann wenn das Feld Array mindestens 4 Elemente und eine gerade Länge hat, soll apply die Summe aus den Inhalten der beiden mittleren Elemente vor R zurückgeben. Wenn das Feld R weniger als 4 Elemente oder eine ungerade Länge hat, soll apply einen Bruch mit dem Wert x geteilt durch 3 zurückgeben. Und die beispielsweise sind auch so. Und schreiben wir jetzt lösche erstmal und die sind alle gleich. Oh.
Okay. Schreiben wir noch einmal 4 Elemente, mindestens 4 Elemente und gerade Länge. Okay. Und bei if-Bedingung r, das heißt r Punkt Length mindestens 4 Elemente, das heißt größer als 3 und r Punkt Length gerade. Das heißt, Modul 2 gleich 0 wird. Dann return r und die mittlere, die 2 mittlere. Das heißt, r Punkt Length minus, Entschuldigung, minus r Punkt Length geteilt durch 2 minus 1 plus ist add. R und r Punkt Length geteilt durch 2. Else return x geteilt durch wird divide by new fraction 3 geteilt durch 3 wird new fraction 3 und so fertig. Die geschweifte Klammer auch muss zumachen. Das heißt zum Beispiel, wir haben hier größer als 3 und mindestens 4 Elemente und gerade 1, 2, 3, 4, 5 gerade und wird die beide muss miteinander gesummt werden und das heißt 0, 1, 2, 3, 4, 5 und ich habe hier r Length geteilt durch 2 geschrieben. Hier r Length ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 6 geteilt durch 2 wird 3, aber minus 1, 2. Die andere r Punkt Length 6 geteilt durch 2, 3. Die beiden miteinander werden gesummt. Und das ist auch hier einfach x nur divided by new fraction 3. Und es sollte x geteilt durch 3 werden. Und die dritte ist auch wie andere. Und wenn das Feld R weniger als 3 Elemente hat, soll apply einen Bruch mit dem Wert 2 mal x zurückgeben. Wenn das Feld R mindestens 3 Elemente hat, soll apply die Summe aus dem Wert von x und den Inhalten der ersten beiden Elemente von R zurückgeben. Und das ist auch die Beispielweise. Und jetzt schreiben wir sofort, denn die sind alle gleich. Und erstmal mache ich so.
Dann hier auch. Okay. Dann weniger als 3 Elemente. Das heißt, R Punkt lernt 3 Elemente. Dann wird return x mal x Punkt multiply fraction 2 wird new fraction 2 und so. Dann else return x plus x Punkt add Element 1 und Element 2. Das heißt add runde Klammer auf erste noch einmal add die zweite Elemente, die runde Klammer zu, die runde Klammer auch zu und fertig. Und das ist unsere Aufgabe. Also, die sind alle gleich und ganz einfach. Und die nächste, jetzt, die nächste. Die Methode apply soll die folgende Funktionalität und dann wie letzte, wenn das Feld R mindestens 4 Elemente hat, soll apply die Summe aus dem Wert von x, dem Inhalt des zweiten Elements von R und dem Inhalt des vorletzten Elements von R zurückgeben. Wenn das Feld R weniger als 4 Elemente hat, soll apply einen Bruch mit dem Wert 2 mal x zurückgeben. Die sind auch die Beispielweise. Und jetzt schreiben wir, lösche ich wieder auf. So. Und mindestens 4 Elemente. Das heißt, er lernt größer als 3 wird und dann return x plus, das heißt add. Die erste Elemente, die zweite Elemente wird R0 und zweite wird R1. Noch einmal add R und vorletzte wird R.length Length minus 1 die letzte, minus 2 die zweitletzte, die vorletzte. Und 2 runde Klammer zu. Dann sonst x muss 2 mal x muss multiply mit 2 new fraction 2 multiplizieren und dann ist auch fertig mit nur 1, 2, 3, 4 Zeile ist
wird fertig. Also die letzte Aufgabe, wenn das Feld R weniger als 3 Elemente oder eine gerade Länge hat, soll Apply einen Bruch mit dem Wert x plus 3 zurückgeben. Wenn das Feld R mindestens 3 Elemente und eine ungerade Länge hat, soll Apply das Produkt aus dem Wert von x und dem Inhalt des mittleren Elements von R zurückgeben. Das ist, muss immer diese Bedingung einhalten, aber das ist nicht schwierig. Und jetzt schreiben wir auch diese Methode auch erstmal durch. Okay, dann R kleiner als 3. R.Length. R.Length kleiner als 3 oder gerade. Das heißt R.Length Modul 2 gleich 0. Das ist gerade. Dann muss 3 und gucken wir einmal 3 mal, ja, x plus 3. X plus 3, das ist einfach x Punkt add new fraction x plus 3. Das ist so. Und sonst hier ist oder. Aber wenn hier else schreiben und dann wird und. Und jetzt erkläre ich mehr. Zum Beispiel, es gibt hier weniger als 3 Elemente oder eine gerade Länge hat. Wenn wir schreiben else und das wird weniger und wird größer als 3 Elemente oder mindestens 3 Elemente und oder wird und eine gerade Länge wird eine ungerade Länge. Und es braucht nicht noch einmal if zu schreiben, sondern mit einer else erfüllt ein else erfüllt unsere Bedingung. Und jetzt return x, jetzt multiplizieren x multiply R die mittlere R Punkt Length geteilt durch 2 und fertig. Okay, die Aufgabe haben wir gelöst und dann, ich hoffe, in dieser Testdat bekommt ihr alle gute Note oder ganze Note, die sind sehr einfach und ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Bis nächstes Video.